Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Vielen lieben Dank für die zahlreichen Views und Kommentare zu meinem letzten XXL-Video. Viele von euch haben sich da für das nächste Video eine Kinderschokolade bzw. einen Kinderriegel gewünscht. Diesen Wunsch möchte ich heute nachkommen und euch ein Rezept für einen XXL Kinderriegel vorstellen. Als erstes müssen wir dafür wieder mal ein wenig basteln, um dem Kinderriegel die richtige Form zu geben. Dafür brauchen wir insgesamt 2 abgerundete Trennteile. Jedes Trennteil besteht dabei aus 2 Kartonplatten mit den Maßen 10 x 9 und 5,5 x 9 cm. Die größere der beiden Platten als erstes der Länge nach mit den Händen einknicken, sodass wir daraus eine Art Halbkreis formen können. Dann die kleine Platte mit 2 bis 3 Streifen Tesafilm an der größeren festkleben, das Ganze zusammenfalten und an der anderen Seite ebenfalls mit 2 bis 3 Streifen Tesafilm festkleben bzw. fixieren, bis wir daraus so einen abgerundeten Hohlkörper erhalten. Um die Trennteile ein wenig zu stabilisieren, brauchen wir jetzt ein bisschen Zeitungspapier. Das Papier einfach zusammenknüllen und dann nach und nach in den Hohlkörper stecken, bis der gesamte Hohlraum mit dem Zeitungspapier gefüllt ist. Und jetzt müssen wir das Trennteil nur noch in Frischhaltefolie einwickeln. Dafür einfach einen Bogen Frischhaltefolie auslegen, das Trennteil mittig darauf platzieren, eventuell mit einem Streifen Tesafilm festkleben, dann einfach aufrollen und so straff in der Frischhaltefolie einwickeln. Zum Schluss nur noch die Enden der Frischhaltefolie an beiden Seiten etwas zusammendrehen, an der Seite nach innen in den Hohlraum drücken und mit Tesafilm fixieren. Wenn das erledigt ist, können wir uns um die Backform kümmern. Hier habe ich wieder eine ganz normale Brot- bzw. Kuchenbackform verwendet. Als erstes etwa 1 Esslöffel Öl in die Form geben, das Öl gleichmäßig am Boden und den Seiten mit einem Küchenpapier oder den Händen in der Form verstreichen und danach mit einem Bogen Frischhaltefolie möglichst glatt auskleiden. Zum Schluss nur noch die beiden Trennteile mit gleichmäßigem Abstand in der Form platzieren und die so vorbereitete Form erstmal kurz zur Seite stellen. Weiter geht's mit der Füllung. Dafür brauchen wir lediglich 3 Zutaten: 200 Gramm Palmin, 400 Gramm weiße Schokolade und eine Dose gezuckerte Kondensmilch. Alles in eine Schüssel geben und dann ab damit in die Mikrowelle. 1 bis 1,5 Minuten bei 700 Watt. Die Schüssel dann aus der Mikrowelle holen, alles einmal kurz durchrühren und anschließend nochmals für 1 bis 1,5 Minuten in der Mikrowelle erwärmen. Danach alles gut miteinander verrühren und so lange weiter rühren, bis die Schokolade und das Palmin komplett geschmolzen sind und wir eine zähflüssige und relativ feste Creme erhalten. Die Creme danach sofort in die vorbereitete Form gießen und alle 3 Kammern bis zum Überlaufen damit füllen. Zum Schluss die Oberfläche etwas glatt streichen bzw. begradigen und die Form danach für ca. 4 Stunden in den Kühlschrank stellen. Nach 4 Stunden die Backform aus dem Kühlschrank holen, 150 Gramm geschmolzene Vollmilchschokolade auf die Cremeschicht gießen, alles mit einem Pinsel gleichmäßig darauf verstreichen, dann nochmals in den Kühlschrank stellen, warten bis die Schokolade komplett ausgehärtet ist und sobald die Schokolade fest ist,
den Kinderriegel an der Frischhaltefolie aus der Form heben, vorsichtig auf die Arbeitsplatte stürzen, die Frischhaltefolie abziehen, danach die Trennteile vorsichtig herauslösen. Eventuell müsst ihr hier die Schokolade oberhalb der Trennteile etwas abkratzen und dann mit einem Messer die Rundungen an der Seite entlangfahren, um die überschüssige Creme zu entfernen. Jetzt ein Backpapier auslegen, mittig 2 gleich hohe Tassen darauf platzieren, danach den Kinderriegel vorsichtig auf die Tassen setzen, am besten klappt das mit 2 Tortenhebern, dann weitere 300 Gramm Vollmilchschokolade schmelzen, 3 Esslöffel Öl zur Schokolade geben und Öl und Schokolade anschließend gut miteinander verrühren, bis die Schokolade richtig schön flüssig ist. Und danach den gesamten Kinderriegel mit der flüssigen Schokolade übergießen, bis der komplette Riegel mit Schokolade überzogen ist. Jetzt noch mit einem Messer die Schokoladenspitzen am Boden entfernen und den Kinderriegel anschließend komplett aushärten lassen. So sieht der fertige Kinderriegel dann aus. Hier das Original daneben. Dann schneiden wir ihn noch einmal an. So sieht die Creme im Inneren aus. Auch hier nochmal das Original daneben. Ich hoffe, euch hat das Video gefallen. Schreibt mir wie immer in die Kommentare, was ihr als nächstes sehen wollt. Ich wünsche euch viel Spaß beim Nachmachen. Bis zum nächsten Mal.